Seid gegrüßt, Abenteurer! Elden Ring hat eine unglaublich gute Steuerung und ein sehr ausgefeiltes Kampfsystem. In PvP, also Spieler gegen Spieler Online-Kämpfen, glänzt das Spiel ganz besonders und hat eine enorme Langzeitmotivation, obwohl es keine besten Listen oder Preise gibt. Durch die Neuerungen in Elden Ring im Vergleich zu den älteren Titeln von From Software ist es einfacher als je zuvor an einem Abend Dutzende Spielstile durchzutesten und jeden Tag neue Erfahrungen mit dem Spiel zu machen. Leider ist die Hürde, bis man einen richtigen Einstieg hat, ziemlich hoch. Ihr könnt von euren mechanischen Fertigkeiten her nach dem ersten Durchspielen fast alle direkt in PvP einsteigen. Das Spiel ist hart genug und lehrt euch die wichtigsten Mechaniken während der Story. Was allerdings viele abschreckt, ist, was man sich vom Wissen her erstmal aneignen muss, um einen ordentlichen Charakter für PvP zu erstellen. Und wie genau das funktioniert, werde ich heute möglichst kompakt erklären. Für viele beginnt der Frust schon mit der Frage, auf welchem Level der Charakter sein soll. In der Community gibt es auch keine Einigkeit darüber. Dazu sei erklärt, dass man nur mit anderen Spielern, die ungefähr dasselbe Level wie man selbst haben, online spielen kann. Das bedeutet, wenn ihr auf Level 200 oder höher hochspielt, werdet ihr viel weniger Interaktionsmöglichkeiten und PvP haben. Welches Level soll es nun also sein? Es gibt zwei große Lager und beide haben recht. Die einen sagen, Level 125 ist das Level für PvP-Duelle, die anderen preisen Level 150 an. Worum geht es, wenn man überlegt, welcher Level es sein soll, auf dem sich die Community tummelt, um jeden Tag guten PvP genießen zu dürfen? Es geht um die möglichst große Bildvielfalt, bei der nicht jeder Magier mit Plattenrüstung rumrennt und jeder Krieger die mächtigsten Zauber in der Hinterhand hat. Wenn das Level für PvP zum Beispiel 500 wäre, dann hätten fast alle dasselbe Bild. Zwischen 125 und 150 finden sich also die besten Kämpfe für fairen Spaß. Level 125 ist dabei für die Leute, die gerne länger kämpfen mögen. Auf 125 sind Builds zwar etwas eingeschränkt und manche Builds, Fähigkeiten, Zauber, Anrufungen und Waffen sind nicht nutzbar, aber da der Schaden in Elden Ring sehr hoch ist im Vergleich zur Zähigkeit der Charaktere, wählte ein Großteil der Community 125 als Level, damit die Kämpfe länger dauern. Ihr werdet auf 125 nicht dazu kommen, zwei gigantische Waffen zu führen oder einen fähigen Glaube-Weisheitsbild zu bauen, aber ein Großteil der Community hat sich entschlossen, dies in Kauf zu nehmen. 150 ist die Stufe, auf der man alle Builds, Waffen und Fähigkeiten sinnvoll nutzen kann. Hier finden sich unglaublich viele verschiedene Builds und man erreicht das maximale Potenzial aller möglichen Builds. Dies führt, wenn man es darauf anlegt, dazu, dass die Duellanten enorm hohen Schaden verursachen. Allerdings ist die Verteilung auf 150 noch fair genug, dass auch diese Leute eine eingeschränkte Verteidigung oder weniger Fokuspunkte haben. Der gefürchtete Plattenrüstungsmagier ist auch hier nicht zu finden. Der hohe Schaden kann dazu führen, dass ein Duell in wenigen Sekunden endet und dies wird von vielen Spielern geschmäht. Was von beiden ist nun das wahre Level? Das kann jeder selbst entscheiden, denn beide Bereiche machen Spaß und haben ihre Daseinsberechtigung. Die goldene Mitte gibt es natürlich auch noch. Wie vorhin erwähnt, können nur Leute, die ungefähr das gleiche Level haben, miteinander spielen. 125 und 150 können nicht miteinander spielen. Aber wenn ihr auf Level 138 seid, könnt ihr mit beiden Gruppen spielen und könnt auch die meisten Hybrid-Builds schon richtig zum Laufen bringen. 125 steht also für längere Kämpfe mit eingeschränkter Auswahl. 138 ist die goldene Mitte, allerdings im Nachteil gegen die 150er. Und 150 steht für Bildvielfalt und schnellere Kämpfe. Also nachdem wir uns für unser Level entschieden haben, brauchen wir ein ordentliches Bild. Es gelten dieselben Grundregeln für Level 125 sowie für Level 150 Builds. Wir ziehen bei 125er Builds oftmals einfach unsere Attribute für Schaden entsprechend ab, sind dann ähnlich zäh, aber verursachen weniger Schaden und können oft die anspruchsvollsten Waffen und Fähigkeiten für unseren Bildpfad nicht nutzen, ohne enorme Einbußen in der Defensive hinzunehmen. Als Grundregel für ein PvP-Bild kann man festhalten, dass man 60 Kraft anstrebt, um möglichst viel Leben zu haben. Denn Leben schützt uns quasi vor fast allen Schadensarten, auf jeden Fall nicht weniger als 50 Kraft. 25 Konditionen sind wichtig, um eine starke Rüstung tragen zu können. Wenn man einen Magiewirker spielt, muss man diese Konditionen aber oft zugunsten guter Geistwerte opfern, womit reine Zauberer und Priester keine dicken Rüstungen tragen können. Danach definieren wir unseren Charakter durch die Schadensattribute: Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube oder Arkanenergie. Dabei gibt es bestimmte Schwellen, die wir anstreben. Das heißt zum Beispiel, dass man für seine Stärkewaffen ab 55 Stärke weniger Schadenszuwachs pro Stärkepunkt bekommt und somit ist 55 eine Schwelle für Stärke, die wir kennen sollten. Ihr könnt diese Schwellen super schnell selbst testen, indem ihr die Waffe, die ihr in eurem neuen Bild nutzen wollt, angelegt habt, während ihr bei Renala eure Punkte neu verteilt. Wenn ihr jetzt eure Attributspunkte verteilt, könnt ihr rechts im Bild sehen, wie sich der Schaden eurer Waffe mit verändert. Ich habe hier für euch zusammengetragen, wo die Schwellen liegen. Dabei gibt es bei Weisheit, Glaube und Arkanenergie Schwellen für Waffen, die mit den jeweiligen Schadensattributen skalieren, und Schwellen für die Zauberstäbe respektive Siegel, die ihr zum Wirken der Zauber und Anrufungen benutzt. Diese sind unterschiedlich. Das bedeutet, dass ein
Zauberer mehr Weisheit braucht als ein Krieger, der Weisheit skillt, um magische Waffen zu schwingen, aber nicht das Ziel hat, Zauber zu wirken. Der Zauberer strebt 80 Weisheit an, weil seine Zauberstäbe bis 80 Weisheit lohnenden Schadenszuwachs von Weisheit bekommen. Der Nahkämpfer zielt auf 50 Weisheit ab, denn er benötigt genug Stärke, um seine großen Waffen zu schwingen und nimmt deswegen die erste Weisheitsschwelle, damit er genug Punkte für Stärke hat. Wir können also festhalten, dass wir 60 Kraft anstreben, 25 bis 40 Kondition je nach Gewicht unserer Waffen. Geist ist wichtig für alle Magiewirker und diese streben um die 30 Geist an. Für Stärke und Geschick streben wir 55 bis 80 an, je nachdem, ob wir nur auf ein Schadensattribut gehen oder einen Hybriden spielen. Für Weisheit und Glaube streben wir 50 bis 80 an. Für Arkanenergie streben wir für die meisten Builds 45 bis 80 an. Dabei ergibt sich aus fast jeder Kombination eine Möglichkeit, einen starken Build zu bauen, und wenn man jetzt beispielsweise einmal auf 50 Stärke und 50 Glaube skillt, kann man damit täglich neue Waffen ausprobieren, da man die meisten Waffen mit Kriegsaschen verändert und eben zu einer Stärke-Glaube-Waffe verwandeln kann. Das bedeutet, ihr könnt, nachdem ihr umgeskillt habt, die meisten eurer Waffen, außer die Bosswaffen und legendären Waffen, einfach ändern und ihre Ausbaustufe bleibt dabei erhalten. Das macht PvP in Elden Ring zu einem unglaublich abwechslungsreichen Vergnügen. Wir können also, wenn wir einmal ein Bild haben, super lange damit rumprobieren. Wenn ihr euch noch immer unsicher seid, wie ihr ein Bild baut, dann spielt ein vorgefertigtes Bild, um ein Verständnis für das Spiel zu bekommen und durch Erfahrung zu lernen. Jetzt sind wir bereit, um durchzustarten, und ich möchte an dieser Stelle ein paar wichtige Dinge nennen, die ich gerne von Anfang an gewusst hätte. Gute Spieler werden versuchen, vorherzusagen, was ihr als nächstes tut. Wenn ihr nur eine Waffe oder wenige Zauber in eurem Arsenal habt, dann seid ihr zu vorhersehbar. Nehmt gleich ein paar Waffen mit und überlegt euch, wie ihr eure Zauber und Anrufung gut kombinieren könnt. Wechselt die Waffen öfter mal und überrascht den Gegner. Vielfalt ist Trumpf in Elden Ring. Eine dicke, fette Rüstung ist gut, aber was wirklich gut daran ist Gleichgewicht. Gleichgewicht lässt euch einfach weiter angreifen, anstelle davon, von gegnerischen Attacken gestoppt zu werden. Versucht mit jedem Bild entweder 33, 61, 67 oder 103 Gleichgewicht zu erreichen. Bestimmte Waffen wie Hellebarden, Sensen und die großen Waffen werden trotzdem durch euer Gleichgewicht brechen, aber gegen alle anderen Waffen gibt euch Gleichgewicht oft den entscheidenden Vorteil. Ihr könnt mit einem Schild und manchen Waffen eine sogenannte Parade ausführen. Dabei schlagt ihr die gegnerische Waffe während seines Angriffs weg und der Gegner wird für eine Gegenattacke geöffnet. Dies ist eine enorm mächtige, aber genauso schwierig auszuführende Fähigkeit. Der richtige Moment ist meistens, wenn der Gegner die Waffe erhoben hat und die Waffe kurz davor ist, auf euch loszusegeln. Aber natürlich gibt es sehr viele Arten von Attacken und manche sind überhaupt nicht parierbar. Aber das könnt auch ihr zu eurem Vorteil nutzen. So können Peitschen und Flegel gar nicht pariert werden, also es ist meistens eine gute Idee, eine Peitsche am Start zu haben. Sprungattacken können auch nicht pariert werden. Das könnt ihr nutzen, sobald ihr seht, dass ein Gegner ein Schild zückt. Es gibt unterschiedliche Paraden, von denen wir uns für den Anfang nur 2 merken müssen. Die goldene Parade hat eine sehr große Hitbox und ist für Anfänger auf jeden Fall am einfachsten zu benutzen. Der karianische Gegenschlag kann Zauber parieren und wenn euch das gelingt, erschafft ihr sogar eine Phalanx aus Schimmersteinklingen über euch. Diese Parade ist absolut fantastisch für Invasion und macht euch zu einem absoluten Badass. Parieren lernen lohnt sich definitiv und der kleine Buckler oder Faustschild genannt ist extrem leicht und passt in jedes Bild. Man kann auch mit einigen Nahkampfwaffen wie Dolchen oder Krummschwertern parieren. Diese haben allerdings ein sehr viel kleineres Fenster zum Treffen der Parade und sind somit noch schwerer zu meistern als die goldene Parade oder der karianische Gegenschlag. Beginnt eure Übung auf jeden Fall mit diesen beiden Paraden. Außerdem solltet ihr immer ein paar Wurftöpfe haben. Damit könnt ihr Gegner mit wenig Leben hinrichten oder gegnerische Zauberwirker unterbrechen. Ihr müsst jetzt nicht 30 Wurftöpfe in jeden Kampf mitnehmen und Zauberer brauchen sowieso keine. Aber ein paar zu haben schadet auf keinen Fall und ihr werdet endlich diese ganzen Pilze los. Achtet auf die Skalierung der jeweiligen Töpfe beim Entscheiden, welcher es sein darf. Ein Stärkecharakter nimmt lieber Feuertöpfe, während ein Geschicklichkeitsspieler eher zu Blitztöpfen greifen sollte. Manche Gegner werden ein Duell mit enorm viel Stärkungszaubern beginnen. Und das ist auch in Ordnung, denn manche Builds setzen heftig darauf. Ihr könnt ihnen mit dem Gesetz der Regression alle Buffs runternehmen, sobald sie das tun, verliert dabei aber auch eure eigenen. Also Achtung. Das Gesetz der Regression benötigt allerdings sehr viel Weisheit und wenn ihr die nicht habt, dann ist die beste Reaktion, dass ihr euch ebenfalls hochbufft. Und egal was ihr spielt, es gibt immer ein paar Stärkungszauber, die jeder in der Hinterhand haben sollte. Denn ungebufft gegen vollgebuffte zu spielen, ist witzlos. Besorgt euch die guten gekochten Krabben, die ihr von der Schwarzwache kaufen könnt, sobald er in den äußeren Ring von Leyndell gezogen ist. Diese verringern euren erlittenen physischen Schaden um 20% und egal was ihr spielt, das werdet ihr immer brauchen können. Wenn eure Waffe eine rein physische Affinität wie schwer oder wertig hat, dann könnt ihr die Waffe zusätzlich mit einem Waffenfett überziehen. Oder ihr nutzt eine Kriegsasche, die eure Waffe in heilige Macht,
Feuer oder sonstiges hüllt. Die Kriegsasche-Buffs könnt ihr übrigens zusätzlich auf alle Waffen egal welcher Affinität packen. Das ist aber anders bei den Fetten. Ihr könnt die Waffenfette nicht auf Waffen mit Elementarschaden legen. Buffs wie Flamme, gib mir Kraft haben relativ niedrige Glaubensanforderungen und ihr könnt diese zusätzlich einbauen, wenn ihr wollt. Ihr könnt eine Vielzahl von Buffs stapeln, allerdings heben sich manche gegenseitig auf. Das liegt daran, dass es zwar viele Arten von Buffs gibt, aber pro Art kann nur einer gleichzeitig aktiv sein. So könnt ihr beispielsweise Flamme gibt mir Kraft mit dem goldenen Schwur verbinden, wenn ihr aber dazu die goldene Barriere bufft, wird Flamme gibt mir Kraft davon überschrieben, weil sie von derselben Art sind. Die verschiedenen Arten von Buffs sind Waffen- und Schildbuffs, Körper- und Aura-Buffs, Lebens- und Ausdauerregenerationsbuffs. Ihr könnt jeweils einen dieser Buffs zur Zeit aktiv haben. Flamme, gib mir Kraft aus dem vorherigen Beispiel, ist nun ein Körperbuff und der goldene Schwur ein Aura-Buff. Deswegen stapeln sich diese, wenn wir beide verwenden. Die goldene Barriere ist aber auch ein Körperbuff und überschreibt Flamme, gib mir Kraft, sobald wir sie wirken. Es gibt noch einzigartige Buffs, die sich mit allen Buffs zusätzlich stapeln. Dazu zählen beispielsweise die Terra Magica oder der Buff des Quallenschilds. Also habt einfach 2 Buff-Optionen dabei. Ich halte mich meistens an die Krabben. Wenn ihr die 37 Weisheit habt, dann nehmt auf jeden Fall das Gesetz der Regression mit. Räumt das Inventar auf. Damit ihr möglichst schnell zwischen euren Waffen wechseln könnt, nehmt nur die Waffen mit, die ihr für euer Bild bereitgestellt habt. Richtig gute Spieler wechseln blitzschnell ihre Waffen über das Menü und haben somit weniger Ausrüstungsgewicht, als hätten sie ihre Waffen alle direkt angelegt. Natürlich müsst ihr das nicht tun, aber ein aufgeräumtes Inventar ist die einzige Möglichkeit, dies zu üben. Diese Technik nennt sich Quickswap und ist tatsächlich sehr, sehr effektiv. Heilt euch nicht mit Heilflaschen in Duellen. Diese Tradition rührt daher, dass in Dark Souls in den Arenen die Heiligflaschen gesperrt waren. Dieses ungeschriebene Gesetz gilt nur für Duelle am Tor zur Akademie und in Fightclubs. Seid freundlich und verbeugt euch vor und nach dem Duell. Das macht allen Beteiligten mehr Spaß. So, nun seid ihr bereit für PvP. Der nächste blutige Ströme-Nutzer, der auf euch zurennt, wird erstmal saftig pariert und niedergestreckt. Und falls ihr euch unterlegen fühlt, könnt ihr eine neue Waffe benutzen und den Gegner überraschen. Falls ihr was gelernt habt, Daumen hoch. Falls ihr noch mehr Elden Ring Inhalte wollt, gebt mir ein Abo und mit der Glocke verpasst ihr keins der Videos mehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald am Torplatz der Akademie. Bis dahin oder zum nächsten Video, euer Ondo.